Komm mit und begleite meinen Kumpel Michael und mich bei unserer einmonatigen Radtour von Oslo bis ans Nordkap. Als frisch gebackene Abiturienten machen wir uns auf unsere bis dato längste Reise mit Zelt, Schlafsack und Kocher im Gepäck. Über 2800 Kilometer Strecke liegen vor uns, viele wunderschöne Zeltplätze in der Natur, abwechslungsreiches Wetter sowie eine Menge Spaß. Einfach köstlich. So, wir sind hier fleißig am Packen. Riesen Gepäckprobleme. Wir müssen doch jetzt hier mal, zu klein. genau, wir müssen doch hier mal ein bisschen das Ganze filmisch festhalten. Michi nimmt doch mehr mit, als er dachte. Und nimmt immerhin noch diese schwarze Tasche damit. Und 20 und Und ein paar Müsli-Riegel. Und Michi eine stylische Badehaube. Ja. Ja, ansonsten, also meine Taschen sind sehr voll. Morgen müssen wir um 7 am Bahnhof stehen. wir stehen um 5:30 auf. Uah, das wird grausam. Das wird lustig. Aber wir schaffen das. Es ist keine Ahnung wie viel Uhr, sehr früh. Ja genau, Fahrräder sind drin. Und es ist noch niemand da. Es ist niemand da. Wir sind hier gefühlt alleine im Zug. Und ansonsten geht's jetzt los. Also heute ist der erste Tag, wo wir tatsächlich auch fahren. Wir haben jetzt schon 75 Kilometer hinter uns und waren aber irgendwie ziemlich demotiviert und geschafft. Deswegen haben wir uns hier an so einen schönen See gesetzt und haben einfach ein bisschen Pause gemacht. Und ja, jetzt sind wir seit um 10 oder so unterwegs, glaube ich. Fahren jetzt noch ein Stückchen, bis wir an einem See sind. Dort gibt es einen Campingplatz und dann machen wir da auch schon einen Halt. Es sind dann insgesamt 100 Kilometer, aber irgendwie, naja, sehr heiß und ja, für den ersten Tag, denke ich mal, reicht das auch. Die ersten paar Tage waren mit Abstand motivationstechnisch und gesundheitlich die anstrengendsten der ganzen Tour. Wir hatten beide eine leichte Angina, schlürften bei jeder Gelegenheit Ingwertee, weshalb meine damals frisch gekaufte Thermoskanne bestimmt noch 2 Jahre später nach Ingwer roch. Es lag noch so viel Strecke vor uns und zudem wurde uns auch so langsam bewusst, auf was wir uns da eingelassen haben. Also heute ist der 3. Tag wirklich fahren. Wir sind Auf 800 Metern Höhe. auf 800 Metern Höhe. Wuhu. Auf der wahrscheinlich höchsten Stelle auf der ganzen Tour. Nach 140,01 Kilometern bis jetzt. Wir waren völlig K.O., ich hatte fast Krämpfe, hätten es fast nicht hier hoch geschafft, aber jetzt sind wir da und jetzt geht es gleich runter. Nachdem wir durchs tiefste Motivationsloch gefahren sind, haben wir es schlussendlich doch hier Ganz hoch geschafft. Ja. Und jetzt geht's runter und wir können schlafen. Es gibt Spaghetti Bolognese. Ich freue mich schon. Mit Parmesan, ganz viel Parmesan. Diese Motivation. Sie ist unglaublich. Aber das Frühstück war gut. Ja, Immerhin. es ist immer noch kalt. Also, wir haben gerade eine kleine Challenge für den Buggy.
Und zwar die Flasche, die da oben auf meinem Sattel steht. Ich hoffe, man sieht sie halbwegs. Mit seinem Apfelbutzen in meine Tasche, die da hinten dran jetzt mittlerweile offen ist, reinzuwerfen. Und ich behaupte, er versagt. Ist die eigentlich voll? Ja. Der ist irgendwie ein bisschen leicht, gell? Ja. Aber ich probier's mal. So viel dazu. Und der zweite Versuch. Wir sind jetzt hier kurz nach Röros und haben uns gerade auf die bevorstehende Gewitterfront vorbereitet. Wir sind alle in super toller Regenkleidung, hier mit Schuhregenüberzieher und dem ganzen Kram. Und jetzt sind wir gespannt, was passiert und wie viel es tatsächlich regnen wird. Nach 5 Tagen Fahrt und schon 580 Kilometer auf dem Tacho kamen wir in Trondheim an. Von dort aus ging es über den Trondheimfjord nach Vanvikan, was die krasseste Fährfahrt war, die wir beide erlebt haben. Das Fährboot ist über die Wellen gefegt wie noch was unter anderem dazu geführt hat, dass die Position unserer Räder am Ende der Fahrt nicht mehr ganz der Position am Anfang entsprochen hat. 2 Worte zur Fähre. Ganz schön windig. Das waren 3. Trondheim war ein bisschen wie ein Wendepunkt für die Reise. Mittlerweile wieder beide gesund und gut an die täglichen Strecken gewöhnt, ging es ab hier dann fast ausnahmslos am Meer oder Fjord entlang. Auch haben wir zum ersten Mal in Norwegen wild gecampt und das gleich mit einer phänomenalen Aussicht und einem gemütlichen Lagerfeuer. Ab hier wurde es dann, je weiter wir Richtung Norden fuhren, immer schöner und schöner. Heute ist Tag 7. 7? 7. Ja, okay, 12. Stimmt. 12. Ja. Wir sind hier nördlich von Trondheim, zwischen Trondheim und Mo i Rana irgendwo. Wir haben uns gerade sicher in so einem quasi unter Chaos. Ja, nicht das Chaos zeigen, wir haben ja schon unser Chaos verbreitet. Es regnet gerade wie immer hier irgendwie gefühlt. Also gestern hat es auch schon so geschifft wie heute. Und wir haben uns eben gerade hier untergestellt und haben ein bisschen was gefuttert. So ungefähr eine Dreiviertelstunde lang. Das machen wir jetzt nochmal eine Dreiviertelstunde. Genau. Und ja, sonst. Ja, mal sehen. Ansonsten, ja, so super gesund sind wir die ganze Zeit immer noch nicht. Aber ich glaube, das wird langsam. Hoffen wir mal. Ja, mal schauen. Aber hier ist schön. Die Insel da drüben. Die Insel ist schön. Manchmal ist es ein bisschen kalt. Aber wir kommen voran.
Heute ist der 11. Tag. Wir sind knapp 200 Kilometer vor Bodø und sind jetzt gerade fertig aufgepackt. Da kleine wunderschöne Sicht, da hinten ist auch nochmal ein hübscher See. Ja, heute fahren wir viel Fahrrad, bisschen Fähre. Ja, gestern war es andersrum. Gestern haben wir quasi Ruhetag gemacht, sind eigentlich gefühlt nur Fähre gefahren und Jetzt haben ziehen sie das Boot rumgesessen. hoch. Sieht man das vielleicht? Wahrscheinlich sieht man es nicht, aber da ist eine Fähre und die ziehen gerade ein Schlauchboot hoch. Warum auch immer. Sehr interessant. Okay. Und ja, gestern sind wir noch 60 Kilometer gefahren, haben aber trotzdem den Polarkreis überquert. Yay! Ist trotzdem nicht viel kälter. Nee. Und vorgestern haben wir, also am 9. Tag, haben wir die 1000 Kilometer Marke durchbrochen. Einmal angestoßen und weiter geht's. Genau. Und Ja. wir liegen eigentlich sehr gut im Zeitplan. Wir sind jetzt eine andere Route gefahren, die deutlich kürzer ist und mehr Fähren hat. Aber dafür Aber schöner wahrscheinlich ist. auch deutlich schöner. Ich meine, das ist... Wundervoll hier. Also, wir sitzen jetzt hier wunderschön und warten auf unsere Fähre, die voraussichtlich um 19:45 Uhr geht und es ist jetzt ungefähr 2. Naja, es ist um 3. Und ja, okay, nicht, ja doch. Ja, stimmt. Wie auch immer. Und da uns langweilig war und wir die Wartezeit nicht anders überbrücken könnten, außer eventuell mit Schlafen, haben wir beschlossen, Brot zu machen. Also hier Buggy gerade am Hefeteig kneten. Mal schauen, was das wird. Also vielleicht, wenn wir Glück haben, wird es ein Fladenbrot, wenn nicht, ja. Wir essen nebenbei hier noch so ein bisschen, aber naja, recht nett hier. Es ist arschkalt. Der Wind, es sieht man jetzt vielleicht zwar nicht zwangsweise, aber der Wind geht nicht. Es nieselt leicht. Ungefähr da hinten ist irgendwo Bodø, hinter der weißen, grauen, wie auch immer Wand. Und ja, wie gesagt, es ist arschkalt. Die Hände sind furchtbar abgefroren. Um es euphemistisch auszudrücken, leicht kalt. Ja, also jetzt geht's da irgendwo zurück und ab nach Bodø. Und dann sind wir auch schon in Bodø. Naja, wird lustig. Also heute Hardcore kochen mit Gabriel. Folge 1. Da ist Gabriel in der Regenkleidung und wie man vielleicht wahrscheinlich nicht erkennt, es schüttet, nieselt leicht. Naja. Und es gibt Pfannkuchen. Und bis jetzt waren sie sehr, sehr gut. Also ja, kommt wahrscheinlich noch ein paar mehr Episoden dazu. Mittlerweile waren wir schon etwa 2 Wochen unterwegs und hatten schon über 1250 Kilometer hinter uns, als wir durch die Lofoten gefahren sind. Doch ein besonderer Tag rückte näher, Michis 18. Geburtstag. Am Vorabend haben wir uns einen besonders schönen Platz zum Zelten ausgesucht. In der Ferne konnten wir die Hurtigruten langfahren sehen. Gut ausgeschlummert gab es dann als Geburtstagsfrühstück direkt mal Kaiserschmarrn mit Apfelmus und Zimt. Es hatte traumhaft sonniges Wetter, als wir dann auch noch an einem Strand mit azurblauem Wasser vorbeikamen, der an die Karibik erinnern lässt, konnten wir uns auch nicht verkneifen, ins Meer zu hüpfen. Allerdings wurde einem spätestens beim Kontakt mit dem Wasser wieder bewusst, dass man sich doch in Nordnorwegen aufhält und nicht in Äquatornähe.
So, guten Morgen, wir sind wach. Letzten Endes sind wir an dem Tag insgesamt 104,6 Kilometer gefahren. Das kann auch nicht jeder von seinem 18. Geburtstag behaupten. Wir sind dann mit der Fähre nach Melbü von den Lofoten auf die Westeralen übergesetzt und haben ein wunderschönes Fleckchen Erde zum Zelten mit Aussicht auf die Lofoten gefunden. Die erste Panne. Michi hat einen platten Händen. Der Michi flickt das auch halt professionell. Ja. Ich wollte den Reifen aufpumpen und habe es irgendwie geschafft, dabei das Ventil rauszudrehen. Und jetzt fehlt mir gerade die Möglichkeit, das Ventil wieder so weit reinzudrehen, dass es sich nicht wieder rausdreht, weil wir haben jetzt auch keine Zange dabei und das ist halt irgendwie recht fummelig. Profis am Werk und so. Naja, mal sehen. Also eigentlich wollten wir die Fähre um 1 in Andenes nehmen. Jetzt ist es 10:40 Uhr. Schaffen wir wahrscheinlich nicht mehr ganz, aber hoffentlich kriegen wir es geflickt. So, beide Räder sind geflickt. Bei mir haben wir jetzt auch einen neuen Schlauch rein, weil wir irgendwie das Ventil halt nicht gescheit festbekommen haben und im neuen war es halt fest. Es ist jetzt 11:30, die um 1 schaffen wir es halt nicht mehr. Nehmen wir halt die um 17 Uhr. Also, hier sieht man gerade Buggys Bremsspuren. Das ist von seinem Knie und da vielleicht von der Schulter. Ihn hat es gerade etwas hingelegt. Fahrrad lebt noch, er lebt auch gerade noch so. Hat jetzt Kampfspuren an der Schulter und an der Hand und Schlagloch sieht nicht besser aus. Nein, der Boden sieht nicht besser aus, ist jetzt ein Schlagloch drin. Kurze Zeit nach meinem kleinen Sturz haben wir dann auch noch gemerkt, dass wir gar nicht über die Schotterstraße hätten fahren müssen, sondern der Weg eigentlich die ganze Zeit auf der asphaltierten Straße lang ging. Das war dann auch nochmal so ein Motivationsbooster für den Tag. Einmal komplett unnötig auf die Fresse fliegen. Aber naja, in Andenes haben wir Michi noch einen neuen Reifen gekauft, da der alte einfach durch war, den er an unserem Zeltplatz draufzog. Ach ja, und man kann noch als Tipp erwähnen, dass man durchaus mal auf den Tidenkalender schauen kann, wenn man wunderschön an so einem Fjord zeltet und nicht die Wassersäule seines Zeltbodens testen möchte. Wir hatten gerade noch Glück, dass der Wasserpegel zum Hochwasser in der Nacht 20 cm unterhalb des Zeltbodens endete. Wir sind jetzt seit längerem mal wieder auf dem Campingplatz hier, ungefähr 50 Kilometer nach Trondheim. Die Gelegenheit, Tromsø, Entschuldigung. Die Gelegenheit haben wir genutzt, mal wieder unsere Sachen zu waschen, die wir schlauerweise über Nacht rausgehängt haben. Zum ersten Mal. Ja, okay, haben wir unsere Sachen zum ersten Mal gewaschen, nach 2,5 Wochen. Und wir haben sie draußen hängen lassen über Nacht und es hat natürlich geregnet. Das heißt, es ist alles schön nass. Wir sind jetzt gerade dabei, das professionell am Rad zu befestigen. Man sieht hier eine Unterhose an der Tasche. Ja, jetzt sind es noch so 500 Kilometer bis zum Nordkap. In 5 Tagen sollten wir eigentlich da sein. Wir haben seit 3 Tagen den Ohrwurm von Don't Worry Be Happy. Von den Känguru-Chroniken. Schöne Aussicht. Ja, ansonsten passt alles. Rentiere. Ziemlich nah. Latschen hier gerade rum. Das sind die ersten wirklich wilden Tiere, die wir jetzt hier sehen. Ja. Wenn wir hier gerade beim Futtern sind. Da ist Michi. Auch sehr wild, ja. Sehr spannend. Hier sehen Sie einen Michael in seiner natürlichen Umgebung beim Zelt aufbauen. Achtung, er beißt. Deswegen ist ja auch dieses Netz. Da kommt er nicht raus. Er ist ein wildes Tier, wird meistens in der Wildnis gefunden, wie hier.
Also, wir sind heute ein bisschen was gefahren. Wir sind jetzt 220 Kilometer vom Nordkap. Es regnet draußen. Wir sind komplett nass. Im Zelt ist gefühlt eine Luftfeuchtigkeit von 150%. Und ja, gleich gibt es noch eine Episode Hardcore kochen mit Gabriel. Es gibt Nudeln. Mit Pesto. Ah, stimmt, ohne fertigmische Nudeln. Aber pst. Also, wir haben gerade an meinem Fahrrad die große Katastrophe abgewendet. Und zwar Panne Nummer 2. Panne Nummer 2. 170 Kilometer vom Nordkap. Da hinten ist die eine Schraube aufgegangen. Das eine Zahnrad wäre fast. Das da. Ja. Diese Schraube. Die Kette ist unter dem Teil durch zur Seite. Das eine Zahnrad wäre fast rausgefallen. Wenn es rausgefallen wäre, dann hätten wir erstmal aufhören müssen. Aber naja, wir haben es irgendwie wieder repariert bekommen, Schraube festgedreht. Dank seiner Genialität. Hände sind alle schmutzig. Aber mittlerweile schon wieder einigermaßen sauber. Spüli gesäubert, die waren komplett schwarz. Und naja, jetzt geht's weiter in Richtung Nordkap. Vielleicht morgen, mal schauen. Ist noch 170 Kilometer entfernt. Ja. Und ja, sonst Weiter, Nordkap. Yay. Und die zweite Panne für heute. Michi hat einen Platten hinten. Wir stehen hier ungefähr 90 Kilometer oder so vorm Nordkap. Wir haben die behinderte Idee, dass wir das heute, beziehungsweise jetzt halt am Stück, noch durchfahren. Es ist jetzt irgendwie so um 8:30 oder so. Es gibt jetzt mal zwischendrin eine kleine Mahlzeit. Wenn wir jetzt hier gerade mega viel Verkehr. Gibt eine kleine Mahlzeit, es gibt wieder dieselben Nudeln wie gestern. Und ja, genau. Wir noch alle als aufmerksame Zuhörer aus der Episode Extrem Kochen mit Gabriel, Hardcore Kochen mit Gabriel. Genau, die ihr alle noch kennt. Und ja, also wir haben die ziemlich bescheuerte, also wie gesagt, wir haben eine ziemlich bescheuerte Idee. Mal sehen, ob es klappt. Ich bin gespannt, wie spät wir dann am Nordkap sein sollen. Also wie gesagt, noch 90 Kilometer, das heißt, wir sind dann dort um 3 oder um 4. Fahren halt durch den Nordkap-Tunnel irgendwann spät nachts. Also ich meine, hell ist es ja. Und naja, mal sehen, wie es so wird. Das wird nicht das letzte Video vom Nordkap bleiben. Kleines Update, Michi hat es geschafft, seinen Schlauch, den er eigentlich reinmachen wollte, auch noch zu zerlegen. Und ist jetzt gerade schön aufgeschlitzt. Hat ihn schön aufgeschlitzt mit dem Reifenheber-Dings da. Und ist jetzt gerade dabei, den gerade kaputt gefahrenen Schlauch zu flicken. Und das Essen kocht vor sich hin. Und ja, die Aussicht ist schön. Immer noch motiviert. Es ist jetzt kurz nach 10. Michis Rad ist wieder flott. Mein Platten ist hoffentlich geflickt. Der Platten ist hoffentlich geflickt. Wir haben gerade gegessen. Ja, jetzt geht's weiter. Mal schauen, wie weit wir kommen. Genau, mal sehen, wie es wird. Wir haben es dann doch nicht ganz durchgezogen. Nach fast 160 Kilometern und über 1000 Höhenmetern an diesem Tag waren wir beide ziemlich fertig. Ich bekam zudem noch Kopfweh, sodass wir uns dazu entschlossen haben, kurz vor dem Tunnel zu nächtigen. Der Platz zum Zelten hatte eine phänomenale Aussicht mit Regenbogen vor dem Nordkap. Zudem war es auch ein Stresstest für die Windfestigkeit des Zeltes. Das Zelt stand trotz allem in der Nacht wie eine Eins und so konnten wir ausgeschlafen und mit wieder mehr Kräften als am Vortag die letzten 70 Kilometer bis zum Ziel radeln. Ja, wir stehen jetzt hier vom Nordkap-Tunnel.
da geht's rein. 6,8 Kilometer und 212 Meter unterm Wasser. Michi futtert noch so einen Müsli-Riegel. Ich auch. Haben hier uns noch tolle pinken Westen, so Sichtwesten gekauft. Ja. Mal sehen. Sterben wir nicht. Ja, ab in die Hölle. Wir sind durch! Da geht's weiter auf zum Nordkap. Jetzt sind es noch 50 Kilometer. Endlich angekommen. Nach 2300 Kilometern und 21.000 Höhenmetern seit Oslo kamen wir nach 24 Tagen Radfahren überglücklich am nördlichsten per Rad erreichbaren Punkt Europas an. Wir hatten Glück mit dem Wetter. Circa 2 Stunden nach unserer Ankunft, während wir das Zelt aufbauten und uns häuslich einrichteten, zog das Plateau komplett zu und man sah keine 30 Meter weit. Wir hatten uns kulinarisch gut eingedeckt. Frischer Lachs, eine 10er Packung Eier, Milch, Mehl für Pfannkuchen und Kaiserschmarrn sowie genügend Brot, Marmelade und Salami. Daher beschlossen wir, mehrere Tage zu bleiben, in der Hoffnung, in einer Nacht noch die Mitternachtssonne über dem Meer bestaunen zu können. Nebenbei schrieben wir diverse Briefe und Postkarten, genossen die geheizten Räumlichkeiten der Nordkap-Halle, in der sogar ein frei bespielbarer Flügel stand, den ich natürlich nicht links liegen lassen konnte. Kleines Status-Update. Ich schmiere Brot. Bin bei 3/4 des Brotes angekommen. Genau. Es gibt als mittägliche Stärkung Salami-Knäckebrot. Mit Butter. Mit Butter. Ja, wir haben jetzt hier noch uns dazu entschieden, noch einen Tag am Nordkap zu bleiben. Das ist jetzt hier der 3. Tag. Also 2. Übernachtung war jetzt gestern. Ja, mittlerweile ist der Nebel ein bisschen weniger geworden und wir hoffen mal drauf, dass man heute Nacht die Mitternachtssonne sieht. Wir lassen uns überraschen, aber morgen fahren wir los, egal wie jetzt heute Nacht wird. Aber der Wetterbericht sagt, dass es auf jeden Fall besser wird als gestern. Also weniger Wobei Nebel. es gestern auch zeitweise mal kurz Aufgezogen hat, aber nicht Das nie waren so dann richtig. halt 5 Minuten, war es ziemlich weit offen und dann war der Nebel wieder sofort da. Also. Genau, und hoffentlich wird es jetzt diese Nacht besser. Mal sehen. So, Dille. Abbruch vom Nordkap? Ja, wir waren jetzt hier 3 Nächte. Gestern durften wir noch relativ schön Sonnenuntergang und mehr oder weniger Mitternachtssonne erleben. Ja, jetzt sieht man schon, alle anderen hier waren schon viele mehr, die sind alle schon weg. Und wir machen uns jetzt auch gleich vom Acker, ist im Prinzip fast alles gepackt. Ja. Motiviert, es ist nicht zu kalt, die Sicht ist gut. Ja, wir hoffen, dass wir heute noch durch den Tunnel kommen. Sollte passen. Jo, dann auf nach Tromsø.
von Coop. Mit neuem Verschluss, einfach zu öffnen und wundervoller Genuss. So einfach. Frisch zum Genießen. Bisschen neblig hier. Man sieht, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Also vor 2 Wochen war halt noch eine bessere Aussicht. Naja, wir sind jetzt hier oben auf dem Berg, wie man sieht. Da hinten geht's runter. Da geht's runter und hoch. da ging's hoch. Da erkennt man gerade noch so mein Rad, das 10 Meter weit weg steht. Ja, wir sind jetzt hier irgendwie 160 Kilometer oder so vor Tromsø. Nehmen uns viel Zeit, gestern sind wir 60 Kilometer gefahren. Heute werden es wahrscheinlich auch nicht über 100. Nee, das nicht. Aber ja, dümpeln so gemütlich Tromsø entgegen. Die Zeit haben wir und ja, suchen uns schöne Stellen zum Campen. Essen viel, wie immer. Ja, weiter geht's. Yay! Also, heute eine Episode nicht ganz so hardcore kochen mit Gabriel. Im Trocknen, ja. Wir haben uns jetzt hier in so eine nette kleine, so wie in den Alpen eigentlich, so Art Selbstversorgerhütte einquartiert. Wir sind jetzt vor, wie heißt der Ort? Svensby? Ja. Und ungefähr 60 Kilometer vor Tromsø. Und hier sind wir jetzt zuerst einen kleinen Schotterweg, dann wurde halt immer weniger, bis wir dann irgendwann durch einen halben Sumpf gelatscht sind. Über einen Wanderweg und dann einmal steil noch einen Berg hoch. Ich muss noch schauen, wie viel Grad das waren. Und ja, ist aber ganz nett hier. Mal schauen, ob wir jetzt hier auch noch schlafen. Wäre eigentlich ganz nett, weil meine Isomatte hinüber ist. Und eventuell sieht man da hinten einen Gletscher. Da hinten ist auch einer. Und ja, jetzt gibt's Burger. Sehr hübsch hier. Am letzten Fahrtag sind wir dann nur noch die verbliebenen 60 Kilometer nach Tromsø geradelt, von wo unser Flieger startete. Die Norwegen-Reise wurde noch mit einem großen Festmahl beendet. Es gab wieder einmal Kaiserschmarrn, diesmal einen ganzen Topf voll Teig mit von Hand geschlagener Sahne, Zimt und Apfelmus, also alles, was das Herz begehrt. Schlimm. Und wird es schmecken? Ja klar. Sowieso. So mit allem und überhaupt. Wie immer. Aber du wartest drauf, dass ich reinbeiße. Ja. Ja, ich kann doch noch die Sahne kurz fertig machen. Willst du eigentlich unnötiges Filmmaterial? Weil das ist gerade... Einfach köstlich. Guten Morgen, liebe Sorgen. Heute ist die letzte Nacht in Tromsø. Der Tag des Abflugs. Genau. Es regnet ziemlich. Man sieht hier. Meine Isomatte, die nicht brauchbar ist, deshalb ist sie leer. Genau. Und also ja, wie gesagt, es hat relativ stark geregnet. Der Boden ist ziemlich fest. Und deshalb ist jetzt unser Zelt etwas unter Wasser. Ja, Wir haben hier ein schönes Wasserbett eigentlich. es ist, okay, jetzt nässt es doch ein bisschen durch. Es nässt ein wenig durch, aber im Prinzip hat es dicht gehalten. Wir liegen nicht in der Pfütze. Aber ich kann praktisch schwimmen eigentlich. Also, sehr interessant. Am Flughafen haben wir unsere Radtaschen mit viel Panzertape und Frischhaltefolie flugtauglich gemacht.
Nachdem wir, unsere Räder sowie unsere hochprofessionellen Gepäckstücke allesamt im Flieger waren, ging es in etwas über 2 Stunden Flugzeit die Strecke wieder zurück, für die wir mit dem Rad etwa 20 Tage gebraucht haben. Doch auch wenn die Reise nun vorbei war, die Erinnerungen an die schöne Zeit, an die vielen schönen Begegnungen, an die atemberaubenden Wildzeltplätze und an die wundervolle norwegische Landschaft konnten wir mit nach Hause nehmen. Ebenso blieb das dringende Bedürfnis, möglichst bald wieder zu einer langen Tour aufzubrechen, raus in die Natur zu gehen und das Zelt dort aufzuschlagen, wo es einen gerade hin verschlagen hat.